Hallo zusammen. In diesem Video erzähle ich euch etwas über einen Bewässerungstimer. Dieses Modell verfügt über eine digitale Steuerung. Die Programme werden hier über Tasten eingegeben und auf dem Display angezeigt. Der Absperrmechanismus hier, ein Ventil ist verbaut, daher kann er nicht verwendet werden. Für die Bewässerung in Systemen, wo Wasser im freien Fall fließt oder aus einem Fass, aus irgendeinem Behälter, benötigt dieser Timer Wasserdruck für den Betrieb. Das heißt, wenn Leitungswasser unter Druck zugeführt wird oder Ihr Fass sehr hoch platziert ist, dann kann er verwendet werden. Aber für den freien Fall ist er nicht geeignet, da das Ventil mit Hilfe von Wasserdruck geöffnet und geschlossen wird. Es ist auch erwähnenswert, dass hier eine Solarzelle verbaut ist, die zum Aufladen der Akkus dient. Dieser Timer funktioniert mit Typ-A-Akkus. Typ-A müssen hier eingesetzt werden. Man kann auch Batterien einlegen, aber dann werden sie nicht aufgeladen. Aber Akkus, wenn wir sie einsetzen, dann werden tagsüber, vorausgesetzt der Timer ist ein Teil der Zeit in der Sonne, diese Akkus aufgeladen und dann muss man sich keine Sorgen machen, dass die Batterien leer werden. Das heißt, er wird ständig funktionieren. Jetzt zeige ich, wie man diesen Timer benutzt und einstellt. Er kann im manuellen Modus verwendet werden. Dazu drücken wir die On-Taste. Die Zeit wird angezeigt. Das ist die Zeit, für die Sie den Timer einschalten möchten. Mit den Pfeiltasten, Sie können die Zeit einstellen, zum Beispiel 4 Stunden. Mit der Set-Taste wechseln Sie von Stunden zu Minuten und stellen Sie auch die Minuten mit den Pfeiltasten ein. Und Sie haben Set gedrückt, um zu bestätigen. Der Timer wird für 4 Stunden und 7 Minuten eingeschaltet. Das heißt, Sie haben ein Klicken gehört, das Ventil hat sich geöffnet und er schließt sich entweder nach Ablauf der Zeit oder Sie können ihn ausschalten, indem Sie die Off-Taste drücken. Die Taste wurde gedrückt, der Timer hat sich ausgeschaltet. Um ihn für den automatischen Modus einzustellen, müssen wir die Proc-Taste drücken. Aber davor müssen wir zuerst die Uhrzeit einstellen. Wir drücken Time. Wir stellen die Uhrzeit ein. Mit Set stellen wir auf Minuten um. Wir stellen auch die Minuten ein. Drücken Sie Set. Die Zeit wurde gespeichert. Wir gehen in das Menü Programmierung. Und hier wird die Programmierung eingestellt. Das Programm wird eingestellt. Erstes Programm. Start Time. Dies ist die Zeit, zu der das Ventil geöffnet wird. Dies ist die Zeit, wie lange das Ventil geöffnet bleibt. Days. Dies sind die Tage, an denen das Ventil eingestellt wird. Also drücken wir die Set-Taste. Wir sind zur Einschaltzeit übergegangen, zum Beispiel 5 Uhr morgens. Minuten können eingestellt oder übersprungen werden. Die Zeit, für die die Bewässerung eingeschaltet wird. Wir drücken 1 Stunde. Wir speichern. Weiter können wir die Minuten einstellen oder weiterblättern. Hier stellen wir den Tag ein. Bis zu 30 Tage. Kann eingestellt werden. Drücken Sie Set. Gespeichert. Und die Zeit ist zum zweiten Programm übergegangen. Das zweite Programm ebenso. Wir stellen die Einschaltzeit ein, dann die Zeit, für die es eingeschaltet wurde, dann die Tage. Und so können alle Programme eingestellt werden. Hier haben wir insgesamt 16 Programme. Das erste ist eingestellt. Sie können maximal 16 Programme einstellen. Um das Programmiermenü zu verlassen, müssen wir auf die Uhr drücken. Hier ist unser Hauptbildschirm. Die Zeit wird angezeigt und dass der Timer im Automatikmodus arbeitet. So wird dieser Timer eingestellt. Ich habe noch nicht erwähnt, dass der Verkäufer hier viele Adapter beilegt. Mehr als bei anderen Modellen. Hier haben wir einen US-Anschluss, wie überall. Aber auf dieser Seite ist noch ein Adapter für ein halbzölliges Rohr hinzugefügt. Das heißt, überall sind es 3/4. Der Verkäufer hat auch einen halbzölligen Adapter mit Dichtung hinzugefügt. Und hier haben wir einen Adapter für einen Schnellanschluss. Und es gibt auch diesen Adapter. Er ist für die Tropfbewässerung. Das heißt, ein Schnellanschluss wird aufgesetzt und hier wird ein Schlauch angeschlossen. So etwas gibt es. Ebenfalls im Lieferumfang ist ein Adapter enthalten. So funktioniert unser Timer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bestellen können Sie über den Link in